It comes in the life of a man by the name of John Harvey Kellogg. Und diese Lektion finden wir im Leben eines Mannes namens John Harvey Kellogg. I'm guessing most of you have heard of him at least. Die Yes? meisten von euch werden ihn kennen, werden von ihm gehört haben. Okay. If you haven't heard of him, you've heard of cornflakes. Wenn ihr den Namen Kellogg nicht kennt, kennt ihr seine Cornflakes. Okay. Dr. Kellogg was an Adventist physician, Dr. Kellogg war ein adventistischer Arzt, but he was special. aber er war etwas Besonderes. He came so close and ended up so far from where he should have been. Er ist so nah an die Wahrheit herangekommen und ist am Ende so weit weg davon gekommen. So I just want to go through and tell his story, both the good part and the bad part. Also möchte ich euch seine Geschichte erzählen, sowohl das Gute als auch das Schlechte. And again, for the sake of time, I'm going to summarize a lot of slides. Und aus Zeitgründen werde ich einige Slides, einige Dias zusammenfassen. And again, I'll remind you that if you actually have an interest, I will happily share all this information with you on a jump disk or something. Und wer Interesse hat, wiederhole ich nochmal, ich kann euch all diese Materialien zur Verfügung stellen. Dr. Kellogg has done a work that no man I know of among us has had qualifications to do. Dr. Kellogg hat ein Werk getan, welches niemand in der Lage ist oder die Qualifikation hat, es auszurichten. The point I want to make in these next few little quotations Der Punkt, den ich mit den nächsten Zitaten machen möchte, ist that Dr. Kellogg was intended to be a very special case. Dr. Kellogg hatte die Berufung, einen besonderen Fall darzustellen. I believe he is a lot like Solomon. In vielen Aspekten ist er sehr ähnlich wie Salomo. Solomon was granted wisdom greater than anyone else. Salomo wurde Weisheit verliehen, mehr als jedem anderen Menschen. And I think in his field, Dr. Kellogg was granted something very similar. Und in seinem Bereich wurde Dr. Kellogg etwas Ähnliches gewährt. My dear brother, writing to Dr. Kellogg, I know that the Lord has placed you in a very responsible position, standing as you do, as the greatest physician in our world. Sie schreibt, mein lieber Bruder, ich weiß, dass der Herr dich in eine verantwortungsvolle Stellung gebracht hat, indem du der größte Arzt auf der Welt bist. This is Ellen White writing to Dr. Kellogg. Hier schreibt Ellen White an Dr. Kellogg. In her letters to him, she was always encouraging, In ihren Briefen an ihn war sie immer ermutigend, but she never flattered him. aber sie hat ihm niemals geschmeichelt. And this is a rare case. This is an amazing thing to say, that he was the greatest physician in our world. Und das ist eine seltene Aussage von ihr und etwas wirklich Bemerkenswertes, dass sie zu ihm sagt, er ist der größte Arzt auf der Welt. God says of Dr. Kellogg, he is my physician. Respect him and sustain him. Gott sagt über Dr. Kellogg, er ist mein Arzt. Achte ihn und unterstütze ihn. So the main idea I want is just that God intended to do something very special through this particular man. Gott hatte offensichtlich besondere Absichten mit diesem Mann. Just go to the very bottom of this one. He has been doing the very work the Lord has specified should be done. Sie sagt am Ende, er hat das Werk getan, welches der Herr spezifisch ausgelegt hat. Now, in this letter, she was not writing to Dr. Kellogg, she was writing to some ministers. In diesem Brief schreibt sie nicht an Dr. Kellogg, sondern an einige Prediger. And we'll see a little bit later on that there was a kind of a war back and forth between the doctors and the ministers. Und wir werden sehen, dass es so eine Art Krieg gab zwischen den Ärzten und den Predigern. Which was very sad, but that's really what it was. Das ist sehr traurig, aber so war's. And so she's writing to the ministers and she's saying, he's doing what he's supposed to be doing. Und sie sagt den Predigern, er tut das, was er auch tun soll.
This is not a fanatical and superstitious work. It is the work that Christ did when he was in our world. Das ist kein fanatisches und abergläubisches Werk. Es ist das Werk, welches Christus tat, als er auf unserer Welt war. That is a very high commendation. Das ist wirklich ein sehr hohes Kompliment. And the core idea here is that Dr. Kellogg, like no one else at that time or for a long time before, Und die Idee, die dahinter liegt, ist, dass Dr. Kellogg mehr als jeder andere vor ihm had grasped the idea of combining practical medical ministry with the evangelistic ministry. es geschafft hat, praktische medizinische Arbeit mit Evangelisationsarbeit zu verbinden. When she says he's doing what Christ did, she's saying he is carrying on this combined ministry of both phases. Wenn sie sagt, dass er das Werk Christi vollführte, sagt sie, dass er diese beiden Phasen miteinander verband. Let me explain the idea of combined ministry just briefly. Ich möchte kurz diese Idee des kombinierten Dienstes erklären. There is a Greek word that is used in the New Testament. Im Neuen Testament gibt es ein griechisches Wort The word is sozo. und das Wort ist sozo. S-O-Z-O. S-O-Z-O. And the word means two different things, Dieses Wort hat zweierlei Bedeutung, but they're kind of related. die allerdings miteinander verbunden sind. Ja. When Gabriel said, "You shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins," Als Gabriel sagte, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk aus ihren Sünden befreien, the word that we translate save is sozo. das Wort, welches wir mit befreien übersetzen, ist sozo. So it means spiritual salvation. Das bedeutet also geistige Errettung. But Jesus uses the word too, Aber Jesus benutzt das Wort auch, quite a number of times. einige Male. One time in particular that I happen to have memorized. Ich kann mich an eine Situation erinnern. He said, "Daughter, go in peace, your faith has made you well." Er sagt, meine Tochter, geh in Frieden, dein Glaube hat dir geholfen. And that phrase, made you well, is sozo. Und das Wort hat dir geholfen oder hat dich geheilt, ist auch das Wort sozo. The word means both spiritual salvation and physical healing. Das Wort bedeutet gleichermaßen geistige Errettung und körperliche Heilung. Which is why Jesus used physical healing as a means to illustrate salvation. Deswegen hat Jesus körperliche Heilung benutzt, um geistige Errettung zu illustrieren. That's also why Ellen White said that the medical work must never be separated from the ministerial work. Deswegen hat Ellen White auch betont, dass die medizinische Arbeit niemals getrennt werden darf von der evangelistischen Arbeit. And that's what Kellogg grasped as he says, let's bring this together. Und das hat Kellogg begriffen, indem er gesagt hat, lasst uns die beiden verbinden. She's just telling his influence. She says, men not of our faith feel that they think it would be stupid to not listen to him. Sie erzählt von Leuten, die auch glauben, auch wenn Kellogg Adventist war, 7-Tags-Adventist, wäre es dumm, nicht auf ihn zu hören. The world was coming to know Seventh-day Adventists because of his work. Die Welt hat wirklich von den Adventisten gehört, wegen der Arbeit von John Kellogg. And she supported him. She says, you need to practice health reform just as conscientiously as does Dr. Kellogg. Sie sagte zu jemand anderem, du musst die Gesundheitsreform so ausführen, so gewissenhaft ausführen wie Dr. Kellogg. Okay, this is unfortunately long, but it's fascinating. Das ist zwar sehr lang, aber ein faszinierendes Zitat. If Dr. Kellogg will trust himself wholly with God, he will give him tact and perception and skill as a practitioner that has seldom been excelled. Wenn Dr. Kellogg
sich selbst Gott komplett anvertraut, wird Gott ihm Takt und Gefühl und Fähigkeiten geben, wie es noch nie einem Gesundheitsanwender zukam. Angels of God will stand by his side when human life is in peril, and wisdom from above will be given him. Engel Gottes werden ihm zur Seite stehen, wenn menschliches Leben in Gefahr ist, und Weisheit von oben wird ihm gegeben. God designs that Dr. Kellogg shall still advance, keep learning. Gott hat beschlossen, dass Dr. Kellogg immer weiter fortschreiten soll. He has only begun to climb the ladder. Er hat nur gerade angefangen, die Leiter emporzusteigen. The Lord will give him grace that he is now ignorant of. Der Herr wird ihm Gnade schenken, von der er jetzt noch nichts weiß. And he will see as he has never seen before. Und er wird Dinge erkennen, die er noch nie erkannt hat. He will realize that there is to be an intelligent discarding of all drugs. Er wird begreifen, dass es eine intelligente Ablehnung von allen Medikamenten gibt. Skill and knowledge is to be given him, which he is in no case to keep to himself. Fähigkeiten und Wissen wird ihm gegeben, welches er auf keinen Fall für sich selber behalten darf. He is to educate, educate, educate. Er soll erziehen, erziehen und erziehen. Now I want you to notice some things. Einige Dinge solltet ihr bemerken. This is a picture that never happened fully. Das Bild, was hier beschrieben wird, ist nie umgesetzt worden. He was learning. He was to continue learning. Er hat gelernt und er sollte weiter lernen. Notice, this is, just notice. The statement about the intelligent discarding of all drugs. Bemerkt mal die Bemerkung über die intelligente Ablehnung von allen Medikamenten. Kellogg, let's do this. We have some doctors here. Wir haben hier einige Ärzte unter uns. When is it intelligent to discard a drug? Wann ist es schlau, ein Medikament abzulehnen? Wenn man es mit etwas Besserem ersetzen kann. When you have something better. Genau. Okay. Wenn wir etwas Besseres haben. If the only thing that's keeping you alive right now is that drug, wenn das Einzige, was dich zurzeit am Leben erhält, dieses Medikament ist, you might want to think real carefully before you discard that. dann solltest du es gut überlegen, bevor du das Medikament ablehnst. But part of the instruction that the Lord was going to give Kellogg was how to do that intelligently. Aber Gott wollte Kellogg beibringen, wie man das intelligent bewerkstelligen kann. And as he learned that, he was to educate, 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 tell the rest of us. Und während er das lernte, sollte er uns anderen auch davon erzählen. Now, to me, this answers a big question. Für mich wird damit eine große Frage beantwortet. There are quite a few statements in the Spirit of Prophecy that make it sound like she's condemning all drugs. Es gibt eine Anzahl von Zitaten im Geist der Weissagung, aus denen man schließen könnte, dass Ellen White alle Medikamente verflucht. Verdammt. But if you're a doctor and that's all that's keeping your patient alive, are you going to stop prescribing that drug? Wenn du aber Arzt bist und nur durch diese Medikamente kannst du deine Patienten am Leben erhalten, wirst du sie dann ablehnen. But I'm not a doctor and I don't have to worry about that. Ich bin kein Arzt und muss mir darum keine Sorgen machen. So I pull up my statement that says we shouldn't be using drugs and I hit the doctor on the head with it. Also nehme ich das Zitat, wo steht, wir sollten keine Medikamente benutzen, und haue dem Arzt damit eins über den Kopf. It's kind of fun. Es macht Spaß. The doctors don't appreciate it a whole lot. Die Ärzte finden das nicht so lustig. To me, this is the answer. We just didn't get there. Für mich ist das die Antwort. Wir sind noch nicht so weit gekommen. That's what God wanted. Gott wollte das. It is his ideal, and I trust he has ways to do it. Das ist sein Ideal, und ich bin sicher, dass er Methoden hat, um das zu erreichen. We had some remarkable successes in certain cases. In einigen Fällen haben wir besondere Erfolge verzeichnen können.
in the kind of malaria that they had in the United States at the time, hydrotherapy was far better than quinine. In einigen Fällen von Malaria, die in den USA damals aufgetaucht sind, war Hydrotherapie viel erfolgreicher als Chinin. Different Vivax, falciparum is the African variety? Yeah. Yeah. Hydrotherapy doesn't work for the African kind of malaria. Hydrotherapie funktioniert aber nicht in der afrikanischen Version von Malaria. But the kind of malaria we had in the United States, it was wonderful. Aber für die Malaria in den USA war es ganz großartig. And the quinine was making people go blind and giving them mental loss and just killing them. Das Chinin hat Leute blind gemacht und ihnen den Verstand geraubt und hat sie umgebracht. And sometimes it would cure the malaria and save the person. Und nur manchmal hat es das Malaria geheilt und den Mensch gerettet. But the hydrotherapy was much better for that kind of malaria. Aber Hydrotherapie war viel erfolgreicher in diesem Fall von Malaria. But you had to know how to do it. Aber man musste wissen, wie man die Hydrotherapie anwendet. You had to understand when and what temperature, and there was a right way and a wrong way. Man musste es genau wissen, wann, wie, welche Temperatur. Es gab eine richtige und eine falsche Art. I just simply believe this is telling us that the Lord was working through Dr. Kellogg and would have given us far, far more, but we never got there. Dieses Zitat sagt aus, dass Gott durch Dr. Kellogg gearbeitet hat und hätte uns viel mehr Verständnis gegeben, aber wir sind nicht bis zu diesem Punkt gekommen. Oh man, I'm going to skip some of this. Well, let's just read this. Ellen White, after the meeting at Minneapolis, Dr. Kellogg was a converted man and we all knew it. Ellen White sagt, nach der Generalkonferenz in Minneapolis 1888 war Dr. Kellogg ein bekehrter Mann und wir wussten es alle. We could see the converting power of God in his heart and life. Wir konnten die bekehrende Kraft Gottes in seinem Leben sehen. This was the 1888 General Conference session. Das war die Generalkonferenz 1888 And Dr. Kellogg was converted. und Dr. Kellogg wurde bekehrt. And he was converted in a way that everybody could see. Und jeder hat das gesehen. And my immediate question is, what was different? Und meine Frage ist, was war anders? He had been the medical director at the sanitarium for 12 years at that point. Bis zu diesem Zeitpunkt war er schon 12 Jahre lang der Direktor des medizinischen Institutes. He was a prominent individual in the church. Er war eine bekannte Persönlichkeit in der Kirche. But now he was converted and everyone could see it. Aber jetzt war er bekehrt und jeder hat es gesehen. So what was different? Was war also anders? Did he stop getting drunk on Friday nights? Hat er aufgehört, freitagsabends sich zu betrinken? No, he never had gotten drunk on Friday night. Er hat sich freitagsabends nie betrunken. But what was the difference? Was war der Unterschied? It's kind of complicated. Es ist etwas kompliziert. He started being nice to people. Er fing an, freundlich zu seinen Mitmenschen. Seriously, that's really the only difference I can find, is that he was loving. Das ist wirklich der einzige Unterschied, den ich feststellen konnte. Er war auf einmal liebevoll. And that's what conversion does. Und das ist das, was Bekehrung mit einem Menschen macht. It says when a person's converted, they experience righteousness by faith. Wenn ein Mensch sich bekehrt und Rechtfertigung durch den Glauben erfährt, skip down to the bottom. The sick are visited, the poor are cared for, the fatherless and widows are not neglected, the naked are clothed, the destitute are fed. dann sind die Kranken werden besucht, die Armen werden versorgt, die Vaterlosen und Witwen werden nicht vernachlässigt, die Nackten werden angezogen und die Hungrigen werden gefüttert. The simple truth is that converted people help other people. Die einfache Wahrheit ist, dass bekehrte Menschen anderen Menschen helfen. Faith in Jesus Christ, that's righteousness by faith. Glaube an Jesus Christus, damit meinen wir die Rechtfertigung durch den Glauben. Skipping down here.
There we go. Is set forth in the 58th chapter of Isaiah. Also der Glaube an Jesus wird im 58. Kapitel von Jesaja beschrieben. Are you familiar with Isaiah 58? Kennt ihr dieses Kapitel, Jesaja 58? It's the great medical missionary chapter. Und das ist das große Kapitel der medizinischen Missionare. Here are presented the fruits of a faith that works by love and purifies the soul from selfishness. Hier wird die Frucht des Glaubens beschrieben, welche durch Liebe Werke tut und die Seele von Selbstsucht reinigt. Faith and works are combined. Hier werden wieder Glaube und Werke kombiniert. Thy righteousness shall go before thee, that's quoting Isaiah. Hier wird Jesaja zitiert, deine Gerechtigkeit soll vor dir wandeln. She says, what does this mean? It means that Christ is our righteousness. Was bedeutet das? Christus ist unsere Gerechtigkeit. Righteousness by faith produces Christians who love and help others. Rechtfertigung durch den Glauben produziert Christen, welche ihre Nächsten lieben und ihnen helfen. Loving and helping others is a far greater proof of your understanding of righteousness by faith than any level of theology. Indem wir andere lieben und ihnen helfen, zeigen wir ein viel höheres Verständnis von Rechtfertigung durch Glauben, denn durch egal welchen Zustand unserer Theologie. In 1891, Dr. Kellogg spoke at the General Conference session. Im Jahr 1891 hat Dr. Kellogg eine Rede gehalten bei der Generalkonferenz. He said some really fascinating things. Und er hat einige faszinierende Dinge gesagt. He was talking about the need for an orphanage. Er sprach über die Notwendigkeit eines Waisenhauses. And notice his comment. I have given quite a good deal of thought and study to this subject. Ich habe einige Gedanken und ein Studium diesem Thema gewidmet. My wife and I have given considerable attention to this work for a number of years. Meine Frau und ich haben dieser Aufgabe viele Jahre gewidmet. We have been planning to raise 40 or 50 children ourselves. Wir wollten 40 oder 50 Kinder selber großziehen. Just as fast as we get any money, we will invest it in children. Sobald wir Geld bekommen, investieren wir dieses Geld in Kinder. Going to skip on. I do not believe we have any right to accumulate money. Ich glaube, wir haben kein Recht dazu, Geld anzuhäufen. I think as long as we are well and have God's blessing upon our work, it is our duty to spend what we earn in God's work. Ich glaube, solange es uns gut geht und wir haben Gottes Segen in unserer Arbeit, ist es unsere Pflicht, alles, was wir verdienen, in Gottes Arbeit zu investieren. I do not believe that in this age any man has a right to accumulate money. Ich glaube, dass zu dieser Zeit kein Mensch das Recht hat, Geld anzuhäufen. Okay, now he said a couple of things here that might have caught your attention. Einige Dinge hier haben bestimmt eure Aufmerksamkeit erlangt. This idea of not saving up a retirement fund, that's really what he's talking about. Er spricht hier von der Idee, keine Rente anzusparen. It seems kind of foreign to us. Erscheint uns ein bisschen fremd. And the whole thing about raising 40 or 50 children. Und diese Sache mit den 40 oder 50 Kindern That seems a little strange. sieht etwas seltsam aus. Was he serious? Hat er es ernst gemeint? I think he was. Ich glaube, er hat ernst gemeint. He and his wife raised 42 children. Er und seine Frau haben 42 Kinder großgezogen. They legally adopted 17. 17 davon haben sie adoptiert. And the other 25 would be what we would call foster children. Und die anderen 25 waren Pflegekinder. Dr. Kellogg was an extremely generous man. Dr. Kellogg war ein sehr großzügiger Mann. He paid for the medical schooling of at least 30 doctors. Er hat mindestens 30 Ärzten das Medizinstudium bezahlt. He loved to help people.
He really did. Er hat es einfach geliebt, Menschen zu helfen. He found out that it's more blessed to give than to receive. Er hat festgestellt, dass es viel segensreicher ist, zu geben, anstelle von zu empfangen. And so he did that kind of thing. Also hat er das getan. Now, this whole idea of not saving any money, Diese Idee, kein Geld zu sparen, that struck me as strange the first time I read it. das fand ich seltsam, als ich es das erste Mal gelesen hatte. But there was something about the idea. I said, I need to check this out a bit. Aber etwas an dieser Idee hat meine Aufmerksamkeit erlangt. And there's good things to be said for saving some money for trouble that might come. Es gibt gute Argumente, Geld anzusparen für schlechte Zeiten. There's some on both sides of this thing. Es gibt gute Argumente für beide Seiten. But I ran into an interesting series of statements that we'll look at. Aber ich habe einige interessante Zitate gefunden. In Desire of Ages, there's this really pretty well-known statement. You might have heard it. Das hier ist ein ziemlich bekanntes Zitat im Buch Das Leben Jesu. In the last great conflict of the controversy with Satan, those who are loyal to God will see every earthly support cut off. Im letzten großen Konflikt des großen Kampfes mit Satan werden diejenigen, die loyal Gott gegenüber sind, jede irdische Unterstützung unterbrochen sehen. I used to think about that and say, wow, that's really going to be a tough time. Ich habe das durchgelesen und gesagt, oh, das wird eine harte Zeit. That's kind of scary, actually. Das macht einem Angst. Every earthly support. Jede irdische Unterstützung, No paycheck, obviously. kein Gehaltscheck, No friends. keine Freunde, The police are not on your side. die Polizei ist nicht auf deiner Seite, Neither is the army. auch nicht die Armee. It was, it's a tough thing. Das ist schon eine harte Zeit. But then I ran into another statement just by accident, Aber zufällig habe ich ein anderes Zitat and it gefunden, used a similar phrase. wo ein ähnlicher Satz benutzt wird. It is safe to let go every earthly support and take the hand of him who lifted up and saved the sinking disciple on the stormy sea. Es ist sicher, die irdische Unterstützung gehen zu lassen und die Hand von ihm zu ergreifen, der der den sinkenden Jünger aus dem Meer emporgehoben hat. You want the picture after the next one? Okay. Well, that was nice that it's safe. Es ist schön zu lesen, dass es sicher ist. When every earthly support is cut off, we can still be safe by grasping the hand of Christ. Wenn alle irdische Unterstützung unterbrochen ist, sind wir immer noch sicher darin, Jesu Hand zu ergreifen. But just because I ran into that every earthly support phrase again, I thought, I'll go looking and see if she ever says that anywhere else. Aber ich wollte diesen Satz, dieses Wort irdische Unterstützung noch weiter suchen. And she does. Und ich habe es gefunden. We can never perfect a round, full Christian experience until every earthly support is removed and the soul centers its entire affections upon God. Wir können niemals zu einer vollen christlichen Erfahrung gelangen, bis wir jegliche irdische Unterstützung entfernen und unsere Seele sich komplett Gott zuwendet. And all of a sudden, the thing that I thought was kind of scary turns out to be the very thing I want. Und plötzlich habe ich empfunden, dass das, wovor ich Angst hatte, etwas ist, was ich mir wünsche. If I'm going to have that round, full, perfect Christian experience, I need that experience of cutting loose from the world. Wenn ich diese umfängliche christliche Erfahrung haben will, dann muss ich mich von irdischer Unterstützung lossagen.
So Kellogg might have been onto something. Also hat Kellogg hier schon etwas herausgefunden. Dr. Kellogg convinced the denomination that they needed to start an orphanage. Dr. Kellogg hat die Gemeinschaft dann davon überzeugt, dass er ein Waisenhaus And they voted it in the general conference session. They said, go ahead, start an orphanage. gründen will. Und sie haben dafür gestimmt bei der Generalkonferenz, du sollst ein Waisenhaus gründen. They said, you can advertise in the Review and Herald for donations. Sie haben ihm gesagt, du kannst im Review and Herald Anzeigen machen, um Spenden zu empfangen. And so they did Also hat er das getan. for a full year. Ein ganzes Jahr lang. And at the end of a year, they had just barely enough money to buy an empty piece of land. Und nach diesem einen Jahr hatten sie gerade so viel Geld, um ein leeres Grundstück zu kaufen. But people had seen the announcement they were going to have an orphanage. Aber die Leute haben die Anzeige gesehen, dass dort ein Waisenhaus gebaut werden soll. And there were Seventh-day Adventists in the country that were taking care of orphan kids. Und es gab Adventisten im ganzen Land, welche sich um Waisenkinder gekümmert hatten. You know, maybe my nephews or niece or something, their parents both died and I'm taking care of these orphans. Vielleicht ist die Nichte oder Neffe elternlos geblieben und man kümmerte sich um diese Waisenkinder. But not everybody who was caring for these orphans wanted to be caring for orphans. Aber nicht jeder, der Waisenkinder zu Hause hatte, wollte diese Kinder zu Hause. And so these kids started showing up at the train station in Battle Creek. Also tauchten diese Kinder plötzlich am Bahnhof in Battle Creek auf. 2 years, 3 years, 4 years old. 2 Jahre alt, 3 Jahre alte Kinder. Little note on their pinned to their shirt. Und sie hatten ein Blatt Papier an das Hemd geheftet. Bobby, 3 years old, Adventist Orphanage, Battle Creek. Bobby, 3 Jahre alt, adventistisches Waisenhaus in Battle Creek. But Kellogg didn't have an orphanage. Aber Kellogg hatte noch gar kein Waisenhaus. But after a year, he had 25, 30 little kids he was trying to take care of. Aber nach einem Jahr hatte er 25 bis 30 Kinder, um die er sich kümmern musste. So he rented a couple little cottages out behind the sanitarium. Also hat er hinter dem Sanatorium in Battle Creek ein paar Bungalows angemietet. And he kept going in and stealing nurses. Und er ist hineingegangen und hat Krankenschwestern geklaut. The charge nurses were getting a little tired of this. Die Oberschwestern hatten die Nase voll davon. And he started to pray. He said, Lord, I need some money. Und er hat angefangen zu beten, Herr, ich brauche Geld. I need lots of money. Ich brauche viel Geld. And I need it very, very quickly. Und ich brauche es jetzt. And a non-Adventist lady came to the sanitarium and gave him $40,000. Und eine nicht-adventistische Dame kam und gab ihm $40.000. No connection to Adventism at all. Keine Verbindung zum Adventismus, But she was impressed with what she saw going on at the sanitarium. aber sie war beeindruckt von dem, was im Sanatorium vor sich ging. And she gave $40,000. Und da hat sie 40.000 gespendet. That building was built entirely from her donation. Dieses Gebäude wurde komplett aus dieser Spende gebaut. If you have any doubt as to what inflation does to the value of your money, Wenn du jemals daran zweifelst, was die Inflation mit deinem Geld anfangen kann, today in the United States you couldn't buy the doorknobs for that building for $40,000. heutzutage könnte man in Amerika noch nicht mal die Türklinken kaufen für $40.000 für ein solches Gebäude. Maybe doorknobs, and certainly not windows. Sicher, vielleicht die Türklinken, aber sicher keine Fenster. And so the church wasn't very enthusiastic about caring for their own orphans. Die Kirche hatte keine große Begeisterung dafür aufbringen können, sich um die Waisenkinder zu kümmern. Dr. Kellogg started another program as well. Also hat Kellogg ein anderes Programm gestartet. This was paid for by man, I just read what he's some sort of a businessman in Chicago. Dieses Projekt wurde von einem Geschäftsmann aus Chicago finanziert. I think he was a banker. Ich glaube, es war ein Bankier. He had a 17-year-old daughter who got sick. Dieser Bankier hatte eine 17-jährige Tochter, die krank wurde. She spent 6 weeks at the sanitarium. Hat 6 Wochen im Sanatorium verbracht. And for whatever reason, she went back to Chicago to have a very important surgery. Und
sie musste zurück nach Chicago, um eine wichtige Operation durchführen zu lassen. Why she did that, I don't know. Dr. Kellogg was the best surgeon in the country at that time. Warum sie dort nach Chicago ginge, weiß ich nicht, weil Kellogg war der beste Chirurg zur damaligen Zeit. This was at a time when 1 out of every 4 or out of every 5 thoracic operations resulted in death. Zu dieser Zeit hat ungefähr 20-25% jeder Herzchirurgie zum Tod geführt. And Dr. Kellogg, right at that time, was setting a world record that stood for many years. I think it was 162 operations without a fatality. Und er hielt den Rekord. Kellogg war Rekordhalter. Er hatte 162 solche Operationen durchgeführt, ohne einen einzigen Todesfall. But maybe there was a specialist in Chicago, I don't know. Aber ich weiß nicht, vielleicht gab es einen Spezialisten in Chicago. She had the surgery. Sie wurde operiert It was not successful. und die Operation war nicht erfolgreich. And everyone knew that she was going to die. Und jeder wusste, dass sie sterben wird. When she came out of the anesthesia, Als sie aus der Anästhesie aufwachte, they explained to her that she was going to die. hat man diesem jungen Mädchen erklärt, dass sie sterben wird. And on her deathbed, she made her father promise that he would pay to have a nurse come to work with the poor people in Chicago. Und sie hat ihrem Vater an ihrem Todesbett das Versprechen abgenommen, dass er eine Krankenschwester bezahlen würde, um in diesem Waisenhaus zu arbeiten. She said, "Daddy, there are no nurses anywhere like the nurses at that sanitarium." Und sie hat gesagt, es gibt auf der ganzen Welt keine Krankenschwestern wie in diesem Sanatorium. As a memorial to me, Als Andenken an mich, I want you to bring one of those nurses down here to work for the poor people in Chicago. möchte ich, dass du eine von diesen Krankenschwestern hierher bringst, um für die armen Leute in Chicago zu arbeiten. And that was the beginning of what's known as the Visiting Nurses Program. Und das war der Beginn eines Projektes, welches sich nannte die Besuchskrankenschwestern. I'm not positive. The first one was Emily Schranz. She was the best nurse in the sanitarium. Die erste war Emily Schranz. Schranz? Sie war die beste Krankenschwester im Sanatorium. I don't know if that's Emily or not, but Ich weiß nicht, ob das Emily ist, aber they worked in the lawless portion of Chicago. sie haben im gesetzlosen Teil von Chicago gearbeitet. The police would not go into those neighborhoods. Die Polizei hat diese Gegenden nicht besucht. These ladies were stopped many times on the street by the police saying, "No, I'm sorry, ma'am, you don't want to go in that street." Die Polizei hat diese Damen häufig aufgehalten und gesagt, bitte geh nicht in diese Gegend. And they would point to the cross on their uniform and say, "It's okay, officer, thank you." Und sie haben auf das Kreuz auf ihrer Uniform gezeigt und gesagt, danke, ich gehe, es ist okay. And there were many amazing stories of the impact of those nurses in that poor section of town. Und es gibt viele ergreifende Geschichten von diesen Krankenschwestern in diesen armen Gegenden von Chicago. Dr. Kellogg also started what we call the Christian Help Bands. Christian Help Bands, yeah. Ja, Dr. Kellogg hat etwas gegründet, das nennen wir die christlichen Hilfsgruppen. After a non-Adventist had paid for the orphanage, Ein Nicht-Adventist hat das Waisenhaus bezahlt, and a non-Adventist had paid for the visiting nurses, ein Nicht-Adventist hat die Besuchskrankenschwestern finanziert. Kellogg said, "We've got all these Adventists here at the sanitarium. Surely we can do something to help the people around our." Kellogg hat gesagt, wir können doch sicher etwas als Adventisten für unsere Nachbarschaft tun. And so they formed a group of 9 people. Sie haben eine Gruppe gegründet von 9 Leuten. One leader, 2 ladies who visit people in the community, Ein Leiter und 2 Damen, welche Besuche abgestattet haben in der Nachbarschaft. 3 young men to carry stuff around, 3 junge Männer, um Sachen herumzutragen. 2 nurses, 2 Krankenschwestern, 1 Bible worker. ein biblischer Arbeiter. And this group was given from this street to this street and this street to this street. That's your part of town. Und man hat genau den Block abgegrenzt, wo diese Gruppe arbeiten sollte. Your job is to get in touch with every family in that district and find out what they need and try to help them. Du sollst mit jeder Familie in diesem Bereich Kontakt aufnehmen und herausfinden, was die benötigen. All these things began
in the spring and summer and into the early fall of 1892. Das ist alles im Frühling, Sommer und Herbst 1892 passiert. And there's something else that's very important that happened in 1892. Noch etwas besonders Wichtiges ist 1892 passiert. On November 22, Ellen White wrote something in the Review and Herald. In diesem Jahr hat Ellen White etwas geschrieben, was im Review and Herald veröffentlicht wurde. The loud cry of the third angel has already begun in the revelation of the righteousness of Christ. Der laute Ruf des dritten Engels hat schon begonnen in der Offenbarung der Gerechtigkeit Christi. If you're familiar with your Adventist eschatology, Wenn ihr etwas von adventistischer Eschatologie versteht, the loud cry, the latter rain are right near the end. dann ist der laute Ruf und der Spätregen ziemlich nah am Ende. And shortly after that comes the close of probation, the time of trouble, and the second coming. Danach kommt das Ende der Gnadenzeit, die Verfolgungszeit und die zweite Wiederkunft. And here the Spirit of Prophecy said that by 1892 the loud cry had begun. Und hier sagt der Geist der Weissagung, dass im Jahr 1892 der laute Ruf begonnen hat. We have for many years associated that with the teaching of two ministers by the name of Jones and Wagner. Viele Jahre haben wir das in Verbindung gebracht mit der Verkündigung von zwei Predigern, die Jones und Wagner heißen. If you're familiar with the whole idea of 1888, then you'll know what I'm talking about. If not, don't worry. Wenn ihr die Geschichte von 1888 kennt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Wenn nicht, ist das auch egal. But these two ministers were teaching righteousness by faith. Diese Prediger haben die Gerechtigkeit durch den Glauben verkündet. And we've looked at this statement and we said, they're the ones who started the loud cry. Und wir sehen hier dieses Zitat und sagen, das sind die den lauten Ruf begonnen haben. And I'll let you judge for yourself, of course. Ihr könnt selber urteilen, But theology alone is insufficient to start the loud cry. aber der laute Ruf kann nicht nur durch Theologie begonnen werden. Just as Jesus could not represent the Father by words alone, we cannot do the loud cry by words alone. Genauso wie Jesus den Vater nicht nur durch Worte widerspiegeln konnte, können wir den lauten Ruf nicht nur durch Worte beginnen. Dr. Kellogg's understanding of the union of medical missionary work, I believe, was the beginning of the loud cry. Dr. Kelloggs Verständnis von der Einheit zwischen medizinischer Evangelisationsarbeit und Evangelisationsarbeit ist der Beginn des lauten Rufs. Jones and Wagner were preaching righteousness by faith. Jones und Wagner haben Gerechtigkeit durch Glauben gepredigt. Dr. Kellogg came along and he said, righteous acts are helping people. Dr. Kellogg hat gesagt, gerechte Taten helfen Menschen. That's what converted people do, is they help people. Das tun bekehrte Leute, sie helfen anderen. The problem with helping people is it always costs me something. Das Problem damit, anderen Leuten zu helfen, ist es, dass es mich immer etwas kostet. It takes my time. Es erfordert meine Zeit, It may take supplies. es erfordert Ressourcen, It takes hard work. es erfordert harte Arbeit It often takes a lot of patience. und häufig erfordert es viel Geduld And it may take money. und auch Geld. And Dr. Kellogg said, Und Kellogg hat gesagt, you don't have any right to accumulate money anyhow. du hast kein Recht, Geld anzuhäufen. Righteousness by faith means helping people because you trust God is going to take care of you. Gerechtigkeit durch Glauben bedeutet, du hilfst Menschen und dadurch hilft Gott dir. Weil du glaubst, dass Gott dir dann hilft. And if you were at the meeting on Friday night, that's right where Lucifer, the whole thing started. Lucifer said, God's not going to help me, I have to help myself. Und am Freitagabend haben wir gesehen, dass Luzifer diese Sache gesagt hat. Gott wird mir nicht helfen, ich muss mir selber helfen. 2 years later, at the 1893 General Conference, Dr. Kellogg had a chance to explain this more. Im Jahr 1893
Bei der Generalkonferenz hatte Kellogg Gelegenheit, das besser zu erklären. It's not important. Unfortunately, what Dr. Kellogg said at that General Conference was not included in the General Conference Bulletin. Unglücklicherweise wurden die Aussagen von Kellogg bei dieser Generalkonferenz nicht in die Schriften von dieser Konferenz einbezogen. That may not mean anything to you, but that's really strange. Vielleicht klingt das nicht besonders wichtig, aber das ist sehr merkwürdig. The General Conference Bulletin is the official record of everything that happens at the General Conference. Die Zeitschrift einer jeden Generalkonferenz ist eine offizielle Sammlung von allem, was dort besprochen wird. Dr. Kellogg spoke 8 times, and none of it was included in the General Conference Bulletin. Kellogg hat bei dieser Generalkonferenz 8-mal gesprochen und nichts davon wurde aufgeschrieben. It was eventually printed in this magazine. Es wurde dann in dieser Zeitschrift veröffentlicht. But this was Dr. Kellogg's own magazine. It wasn't an official church publication. Das war seine eigene Zeitschrift, es war keine offizielle Zeitschrift der Kirche. And so almost no one knew of what he had said for 107 years. So kam es, dass 107 Jahre niemand registriert hat, was Kellogg gesagt hat. If you are one who has studied the message of righteousness by faith, Wenn wir die Botschaft der Rechtfertigung durch den Glauben sorgfältig studieren, you may be, aware that the big question is, what can we do to restart the loud cry? dann ist die Frage, was können wir tun, um den lauten Ruf erneut zu starten? 3 months, or less than 3 months, about 2 months after Ellen White made her comment about the loud cry, Kellogg answered that question, and we didn't know about it for 100 years. 2 Jahre nachdem Ellen White diese Frage aufkommen ließ, hat Kellogg es beantwortet und wir wussten es 107 Jahre lang nicht. In his presentations, he said very simple things. In seinen Vorträgen hat er einfache Dinge gesagt. He quoted a lot of Bible verses that said we should have good works. Er hat viele Bibelzitate gebracht, aus denen hervorgeht, dass wir gute Taten tun sollen. In 1 Timothy here it says they should be rich in good works. In 1. Timotheus steht, sie sollen reich sein an guten Werken. 2 Timothy says equipped for every good work. In 2. Timotheus steht, ausgestattet für jedes gute Werk. Titus 3 says they should maintain good works. In Titus 3 steht, sie sollen gute Werke erhalten. In Titus 3 it says maintain good works to meet urgent needs. In Titus 3 steht, sie sollen gute Werke erhalten, um dringliche Aufgaben zu erfüllen. Again, in Titus, it speaks of God's own special people zealous for good works. In Titus steht schon wieder, Gottes Volk ist eifrig, gute Werke zu tun. Dr. Kellogg, I'm going to summarize here. Dr. Kellogg said, for years, we could have built an orphanage if we wanted to. Kellogg hat gesagt, jahrelang waren wir in der Lage, ein Waisenhaus zu bauen, hätten wir es nur gewollt. He said, we have old ministers who are poor and they're sick. Wir haben alte Prediger, die arm und krank sind. And we're not helping them. Und wir helfen ihnen nicht. There was no retirement plan at that point. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Rentenzahlungen. He says, we could have, but we just didn't because we didn't want to. Er sagte, wir konnten es und wir sollten es, aber wir wollten es einfach nicht. At the very bottom it says, we have neglected this in a manner which has become a denominational disgrace. Er sagt, das ist zu einer Schande für unsere Glaubensgemeinschaft geworden. We have set ourselves up on a pinnacle, high pinnacle, and say, we are God's special people. Er sagt, wir haben uns selber auf eine hohe Empore erhoben und sagen, wir sind Gottes besonderes Volk. Our cause is the Lord's cause. Unser Beweggrund ist
Gottes Beweggrund. We talk about ourselves as being the peculiar people. Wir reden von uns selber, von uns als das besondere Volk. And yet we're not doing as much Christian work as the other denominations. Und doch tun wir nicht so ein christliches Werk wie andere Glaubensgemeinschaften. And the text in red is where Dr. Kellogg is actually quoting Ellen White. Und in diesem roten Zitat zitiert Kellogg selber Ellen White. It is right that more should be expected of us than of others. Es ist richtig, dass mehr von uns erwartet werden sollte als von anderen. Kellogg asks, he says, the question is, are Seventh-day Adventists going to lead in this work, or is it going to be left for someone else to do? Kellogg fragt, werden Siebentagsadventisten in diesem Werk vorangehen oder überlassen wir das Feld einem anderen? The Lord has given us a very precious work to do. Der Herr hat uns ein wertvolles Werk aufgetragen. It is not the whole of the three angels' message, Es ist nicht die Gesamtheit der drei Engelsbotschaft, but it is part of it. der Botschaft des dritten Engels, aber es ist ein Teil davon. You read in Isaiah 58 how we can make our light shine. In Jesaja 58 können wir lesen, wie wir unser Licht erleuchten lassen können. If you draw out your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then shall your light rise in obscurity, and your darkness shall be as the noonday. Sorry, forgot about that one. Puh, hat jemand Jesaja 58 schon? If you help people, Wenn du deine Seele den Hungrigen zuwendest und der geschundenen Seele hilfst, dann wird dein Licht in der Dunkelheit scheinen. Isaiah 58. Okay. Quoting Ellen White, it says, when we exercise true benevolence to men, when we help people, then will God's people have power to move the world. Zitiert hier Ellen White und sagt, wenn wir Menschen helfen, dann stattet uns Gott mit der Fähigkeit aus, die Welt zu verändern. And then Dr. Kellogg says, we shall never have moral power to move the world. We shall never see the loud cry, nor make the third angel's message go to any great extent until we carry out these truths in our daily lives. Sorry. Kellogg sagt, wir werden niemals die moralische Kraft haben, die Welt zu verändern. Wir werden den lauten Ruf niemals beginnen sehen oder die dritte Engelsbotschaft ankurbeln, wenn wir diese Wahrheiten in unserem täglichen Leben nicht umsetzen. He's talking about medical missionary work, which is just helping people. Er redet über medizinische Missionsarbeit, was nichts anderes ist als Menschen helfen. You do not need to be a physician to be a medical missionary. Du musst kein Arzt sein, um Menschen zu helfen. A child can be a medical missionary. Ein Kind ist in der Lage, medizinische Missionsarbeit zu leisten. You can be a medical missionary just by raking the leaves in the little old lady's yard when she can't do it. Du bist schon ein medizinischer Missionsarbeiter, wenn du das Laub zusammenkehrst im Garten der alten Dame, die es selber nicht mehr kann. We call it medical missionary, but it doesn't have to be physical medicine. Wir nennen es medizinische Missionsarbeit, aber das ist nicht notwendigerweise Medizin, ärztliche Tätigkeit. If your skill is auto mechanics, wenn deine Fähigkeiten in der Kfz-Mechanik liegen, you probably shouldn't do appendectomies. Dann solltest du keine Blinddarmentfernungen durchführen. But if there's a widow down the street that has I don't know, needs a ring job on her car. You know? Wenn es aber in deiner Nachbarschaft eine Witwe gibt, die Reifen gewechselt kriegen muss, you can help her. Dann kannst du ihr helfen. It's not that hard. Das ist nicht so schwer. You do it every day anyhow. You're not a mechanic. Come on. Das tun wir jeden Tag. Maybe you're not an auto mechanic. Maybe you're something else. Vielleicht bist du kein Automechaniker. Any real skill that you have, you can use to be a blessing to someone else. Jede Fähigkeit, die wir besitzen, können wir für das Wohl anderer einsetzen. Halfway down. The Lord may be ready to start the loud cry, but we are not ready. Der Herr
ist bereit, den lauten Ruf zu beginnen, aber wir sind nicht bereit. We have not done our part. Wir haben unseren Teil nicht erfüllt. The Lord is waiting for us to do something in the direction of good works. Der Herr wartet darauf, dass wir etwas an guten Taten anfangen zu tun. What Kellogg said is that the loud cry is in all those promises at the end of Isaiah 58. Kellogg sagt, der laute Ruf befindet sich in diesen Versprechen am Ende von Jesaja 58. There's great promises there. The Lord will guide you continually, it Das says. sind große Versprechen, die dort stehen. Der Herr wird dich führen. It says you'll be like a garden whose waters never fail. Du wirst wie ein Garten sein, dessen Wasser niemals erlöschen. God says you will delight yourself in the Lord. Er sagt, du wirst im Herrn frohlocken. I will feed you with the heritage of Jacob your father. Ich werde dich mit dem Erbe Jakobs, deines Vaters, You'll ride on the high places of the earth. du wirst auf den Höhen der Erde reiten. Kellogg said that's the loud cry. Kellogg sagte, das ist der laute Ruf. But it's all conditional. Aber es hat eine Bedingung. If you extend your soul to the hungry. Wenn du deine Seele den Hungrigen auslegst. Actually, I Zuwendest. misquoted that. If you deal your bread to the hungry, Wenn du den Hungrigen mit dem Hungrigen dein Brot teilst. if you extend your soul to the afflicted soul. Wenn du dich der armen Seele zuwendest. Kellogg's saying a very simple thing here. He says, helping people Kellogg sagt etwas sehr Einfaches. Er sagt, indem wir Menschen helfen, is what drives the loud cry. bringen wir den lauten Ruf voran. When you're helping people, they'll listen to your theology. Wenn du anderen Menschen hilfst, brauchst du nicht auf deine Theologie zu hören. If you're not helping them, they may or may not listen to your theology. Wenn du Leuten hilfst, werden sie auch deiner Theologie oder deiner Doktrin zuhören. Wenn du ihnen nicht hilfst, dann hören sie vielleicht zu, vielleicht auch nicht. If the loud cry has been begun by our people, it must be because we have just begun to do a little in the way of letting our light shine. Wenn der laute Ruf von unserem Volk begonnen wurde, dann ist es deswegen, weil wir wenig getan haben, um unser Licht scheinen zu lassen. I believe he was right. They had just barely begun. Ich glaube, er hatte recht. Sie haben gerade erst angefangen. They'd started the orphanage. Das Waisenhaus wurde gegründet. They started the visiting nurses program. Die besuchenden Krankenschwestern wurden gegründet. They started the Christian help bands. Die christlichen Hilfsgruppen wurden gestartet. No one in the world knew that the loud cry had begun. Niemand auf der Welt wusste, dass der laute Ruf begonnen hat. Seventh-day Adventists would never have known if Ellen White hadn't written it. Adventisten hätten das niemals gewusst, wenn Ellen White nichts davon geschrieben hätte. It certainly wasn't on the front pages of the New York Times. Es stand nicht auf der Schlagzeile der New York Times. But it had just begun. Aber es hatte ja gerade erst begonnen. In his sermons, Kellogg used a great Bible verse. In seinen Predigten hat Kellogg einen fantastischen Bibelvers benutzt. He who has pity on the poor lends to the Lord, and he, capital H, will pay back, and he, with a capital H, will pay back what he, with a little h, has given. Sorry. Wer sich des Armen erbarmt, der leihet dem Herrn, der wird ihm wieder Gutes vergelten. Says the same thing? Yeah, okay, good. Now, suppose I was short on cash. Nehmen wir mal an, ich habe kein Geld. Marco looks like a nice guy. Marco sieht ganz nett aus. So I come to Marco and I say, would you lend me 100 euros? Und ich frage Marco, kannst du mir 100 Euro leihen? And he says, Und er sagt, Marco sagt ja. Marco sagt ja.
Naturally, he lends me 100 euros. Natürlich leiht er mir 100 Euro. Now, our relationship has changed when I borrowed that money. Unser Verhältnis hat sich geändert, als ich Geld geliehen habe. How do we describe that? What I now... Wie beschreiben wir das? Ich schulde ihm etwas. I owe? Ja, Yeah, okay. I owe him ich schulde ihm etwas. because he lent to me. Weil er hat mir etwas geliehen. He who has pity on the poor lends to the Lord, which means the Lord now owes me. Er, der sich den Armen erbarmt, leiht etwas dem Herrn, was dann bedeutet, dass der Herr ihm etwas schuldet. He must owe me because he says he's going to pay me back. Er muss mir etwas schulden, denn er sagt, er wird es mir zurückzahlen. Isn't that kind of cool? Ist das nicht cool? I mean, isn't that a nice idea to think that God might actually owe me something? Das ist eine wirklich tolle Idee, sich vorzustellen, dass Gott mir etwas schuldet. That's what the Bible says. Die Bibel sagt das. This is Ellen White's full statement. Hier ist das komplette Zitat von Ellen White. The time of test is just upon us. Die Zeit der Prüfung ist gekommen. For the third angel has already the loud cry of the third angel has already begun in the revelation of the righteousness of Christ. Denn der laute Ruf des dritten Engels hat in der Offenbarung der Gerechtigkeit Christi begonnen. The sin-pardoning Redeemer. Der sündenvergebende Erretter. This is the beginning of the light of the angel whose glory shall fill the whole earth. Das ist der Anbeginn des Lichtes des Engels, dessen Herrlichkeit die gesamte Erde ausfüllen soll. I want you to notice this word. Bitte merkt euch dieses Wort. It isn't the word proclamation. Es ist nicht das Wort Verkündigung. It's the word revelation. Es ist das Wort Offenbarung. The difference is one can be told, but the other must be shown. Das eine kann verkündet werden mit Worten und das andere muss gezeigt werden mit Taten. The revelation of the righteousness of Christ has to be through actions. Die Offenbarung der Gerechtigkeit Christi kann nur durch Taten erfolgen. How important is this? Wie wichtig ist das? I want to tell you that when the gospel ministers and the medical missionary workers are not united, there is placed in our churches the worst evil that can be placed there. Ich möchte euch sagen, dass wenn die Prediger des Evangeliums und die medizinischen Missionare nicht vereint sind, dann kommt das schlimmste Übel in unsere Kirchen, welches möglich ist. That's where we've been for the last 100 years. Auf dieser Stelle sind wir die letzten 100 Jahre lang. We've thought we can preach our way to the second coming. Wir haben immer gedacht, wir können unseren Weg bis zur zweiten Wiederkunft predigen. And the doctors have done their thing and the ministers have done their thing. Und die Ärzte haben ihre Arbeit getan und die Prediger ihre Arbeit. And God tells us that the worst evil is on our churches. Und Gott sagt, das schlimmste Übel hat die Kirchen heimgesucht. Because we could spend our entire life thinking we're doing something that's going to finish God's work. Wir können unser ganzes Leben damit verbringen, indem wir denken, wir tun etwas, was Gottes Werk beenden wird. When what we're doing is simply categorically insufficient and incapable. Während wir einfach etwas tun, was kategorisch nicht ausreicht. Christ's ministers must stand in an altogether different position. Christi Prediger müssen eine andere Haltung einnehmen. I'm going to drop down a bit. It is no use for them to think that they can do this while they drop the work which God has said should be connected with the gospel.
es bringt nichts, dass sie diese Arbeiten tun, während sie das vernachlässigen, von dem Gott gesagt hat, dass es mit dem Evangelium verknüpft werden muss. If they, that's the ministers, Wenn die Prediger, if they drop out the medical missionary work, wenn die Prediger die medizinische Missionsarbeit vernachlässigen, they need not think that they can carry forward their work successfully, for they have only half the necessary facilities. dann sollen sie gar nicht glauben, dass sie das Werk beenden können, denn sie haben nur die Hälfte ihrer Fähigkeiten. That's important. Und das ist wichtig. Let's break for however long, 5, 10, it'll probably be 15 before we're back, but you know how it goes. Machen wir eine 15-minütige Pause.